Hallo liebe Zuschauer, heute geht es um das Thema Rentenanpassung für 2022. Wird es eine geben? Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Diplom-Finanzökonom, Versicherungsfachfrau und Autorin mehrerer Steuerratgeber sowie von 2 Online-Kursen zum Thema Steuererklärung selber machen. Sichern Sie sich schon mal unter diesem Video einen kostenlosen Report zum Thema Vorbereitung der Steuererklärung, entweder allgemein oder für Rentner. Es sind 2 Varianten hier drunter. Schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an. Sie werden wichtige Informationen bekommen. Bis gleich. Geplant ist ja eine kräftige Rentenerhöhung, aber wird sie auch kommen? Die Entwicklung der Rente, die ist ja an die Entwicklung der Löhne gekoppelt. Steigen die Löhne, steigen auch die Renten. 2020 hatten sich die Löhne zwar negativ entwickelt, weshalb eigentlich die Renten hätten sinken müssen. Aber seit der Einführung der Rentengarantie ist eine Absenkung der Rente gesetzlich nicht erlaubt. Deshalb gab es ja in diesem Jahr keine Anpassung in den alten Bundesländern, also im Westen, beziehungsweise nur eine ganz geringe Anpassung in den neuen Bundesländern. Und diese geringe Anpassung in den neuen Bundesländern erfolgte auch nur wegen dieser schrittweisen Anpassung der Renten zwischen Ost und West. Die Deutsche Rentenversicherung, also speziell die Chefin der Deutschen Rentenversicherung, Frau Gundula Rosbach, geht davon aus, dass die ausgebliebene Erhöhung im gewissen Umfang nachgeholt wird und die Rentner im Jahr 2022 ein ordentliches Rentenplus erwarten dürfen. Wie hoch die Anpassung tatsächlich ausfallen wird, das kann erst im Frühjahr 2022, also konkret Ende März, erst gesagt werden, denn dann wird erst die Rentenwertbestimmungsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durch den Gesetzgeber erlassen. Im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung kann man aber schon die Zahlen nachlesen. Nach diesem Bericht sollen die Altersbezüge zum 1.7.2022 um 4,8% im Westen und um 5,6% in Ostdeutschland steigen. Das kann sich zwar noch nach oben oder nach unten vielleicht ein bisschen anpassen, aber es zeigt schon mal die grobe Richtung. Ja, leider wird immer noch zwischen Ost und West, alte Bundesländer, neue Bundesländer unterschieden, aber das sind leider die Begriffe, die das Sozialversicherungssystem immer noch verwendet und das über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ja, damit müssen wir einfach mal leben. Natürlich wird sich jeder Rentner über die geplante Rentenanpassung freuen. Aber es bedeutet auch gleichzeitig, dass mehr Rentner steuerpflichtig werden, also die bis jetzt noch keine Steuern gezahlt haben, dann plötzlich doch Steuern zahlen müssen. Und die Rentner, die bisher schon Steuern gezahlt haben, ja, die haben dann eine höhere Steuerlast und müssen mehr Steuern zahlen. Ja, warum ist das so? Die Rentenanpassung, die fällt in der Regel wesentlich höher aus, als der Grundfreibetrag steigt. Also für 2022 ist es auf jeden Fall der Fall. Und zwar steigt der Grundfreibetrag für Ledige von 9.744 Euro auf 9.984 Euro, für Verheiratete das Doppelte. Das heißt, für Ledige steigt der Grundfreibetrag um 240 Euro und für Verheiratete um 480 Euro. Nehmen wir mal ein Beispiel, ganz glatt und einfach gerechnet. Ein Rentner, der hat glatte 1.000 Euro und bekommt rund 5%, nehmen wir mal an Anpassung, das sind 50 Euro im Monat und 600 Euro im Jahr, die er jetzt mehr hat brutto. Der Grundfreibetrag steigt aber nur um 240 Euro. Da ist also eine Differenz von 360 Euro. Und dadurch, dass der Grundfreibetrag niedriger angehoben wird als die Rentenanpassung, kommt es dazu, dass von Jahr zu Jahr mehr Rentner steuerpflichtig werden. Das ist leider so und damit muss man leben. Deswegen auch mein Tipp an Sie, kümmern Sie sich drum, lassen Sie nachrechnen oder rechnen Sie selber aus, ob Sie, wenn Sie noch nicht steuerpflichtig sind, doch jetzt auf einmal steuerpflichtig werden. Wenn Sie sich nicht kümmern, wird das sehr teuer, weil das Finanzamt bei den Säumniszuschlägen nicht mehr zimperlich ist.
Ja, Hunderttausende Rentner bekommen auch erstmals eine Grundrente ausgezahlt, die am 01.01.2021, also dieses Jahr, in Kraft getreten sind. Es sind etwa 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Also wenn ich Rentner sage, meine ich immer Rentnerinnen und Rentner. Allerdings kann es natürlich sein, dass viele auf die Zahlung warten müssen, weil die deutsche Rentenversicherung es wahrscheinlich erst bis Ende 2022 schafft, aus den 26 Millionen Bestandsrenten die herauszufiltern, die einen Anspruch auf diesen Zuschlag haben. Also Sie müssen nicht extra einen Antrag stellen. Die Grundrente, die bekommt, wer mindestens 33 Jahre in die Rente eingezahlt hat oder auch Zeiten für Kindererziehung und Pflege aufweist. Ab 35 Jahren gibt es dann einen vollen Zuschlag. Ja, so erfreulich die geplante Rentenanpassung auch ist, so wird sie gerade mal die Inflation abfangen. Eine andere Tatsache ist die, und ich habe mich wirklich bei der Recherche dieser Zahlen erschrocken, ist, dass über 50% der Bevölkerung in Deutschland Kinder, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Rentner sind. Also mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist nicht produktiv tätig. Nur ein Drittel, rund ein Drittel der Bevölkerung arbeitet in Vollzeit und der Rest der Arbeitnehmer in Teilzeit. Also diese Zahlen, die sind Annäherungswerte. Sie werden überall unterschiedlich dargestellt im Internet. Ich habe jetzt wirklich mal nur grob überschlagen. Also sie machen Annäherungswerte, sie machen eben aber deutlich, wie ernst die Lage ist. Also es wird jetzt mit kräftigen Rentenanpassungen gewunken, aber dass es nicht ewig so weitergehen kann, das liegt eigentlich klar auf der Hand. Und dann werden im Jahr 2025 wichtige Haltelinien auslaufen, die sowohl den Rentenbeitrag der Arbeitnehmer als auch das Rentenniveau betreffen. Also da war geregelt, dass der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht über 20% steigen darf und das Rentenniveau nicht unter 48% sinken darf. Das ist bis 2025 geregelt. Was danach kommt, wissen wir nicht. Es bleibt zu hoffen, ja, dass es den Rentnern weiterhin gut geht, aber die Realität, die zeigt die Zahlen. Und ja, wir können uns jetzt erstmal nur freuen, dass es eine Rentenanpassung gibt. Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie mehr Steuern zahlen müssen. Nehmen Sie die erhöhte Rente, genießen Sie Ihr Leben und freuen Sie sich. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünscht Ihnen Jutta Martin.